Välkomna hit efter den första Europa League-matchen i Östersund då. Och en ny historisk seger, Graham. Hur ser dina känslor ut just nu? Ein neuer historischer Sieg, wieder mal. Was meinst du, Graham? Yeah, it's hard to put into words, to be honest. Just an amazing feeling. Very, very proud of the players. Incredible courage, defending and attacking. I thought the crowd were amazing. Great atmosphere in the ground, and obviously, like you say, an historic match for us, and one that I'm very, very proud to be involved in this football club. Also er kann es selber gar nicht richtig glauben und er ist vor allen Dingen sehr, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, die das Ganze heute zusammengebracht bekommen hat. Und überhaupt das Ganze, wie es zustande gekommen ist einfach nur positiv und ganz toll für ihn. Ni hade 20 väldigt tuffa minuter till att börja med. Hur gick dina tankar då? Ja, ihr hattet die ersten 20 Minuten sehr, sehr schwer zu kämpfen. Wie hast du da gedacht? I mean, it's to be expected to a certain extent. We're playing against a top team, a team that plays at a real good level and a real high tempo every week. So they want to try and make it a fast game, and I think we sort of started off a couple of attacks, but then they put us under pressure for the first 15-20 minutes, and just sometimes you just need to see some periods out and tough it out, if you like. We had to do that, and then the goal probably settled us and helped us a bit. Also es war wirklich eine schwere Situation die erste Zeit, aber es ist, wie halt im Fußball so ist, dass viele verschiedene Perioden sind, die durchgespielt werden müssen, und das hat die Mannschaft einfach ganz toll geschafft. Und es war ein schnelles Spiel und er wusste ja, dass sie eine ganz tolle Mannschaft auch als Gegner haben heute. Ja, frågor, vi har en mikrofon där som ni gärna får använda. Fragen dazu? Graham, how heavy is this win? Is it the best win so far? Ja, wie wichtig war dieser Sieg? War das vielleicht der schwierigste Sieg überhaupt? It feels like it because it's the most recent one. But of course, you know, it's another clean sheet. It's a victory against Hertha BSC, who we have huge respect for in the Europa League. That's 2 matches. We haven't conceded a goal, and we've got 2 wins. If I'd have taken that a few years ago, I would have done. But of course, the PAOK match was, I think, a very special occasion in terms of having to win that game 2-0 to qualify for this competition. So that still takes a bit of beating, I think. Also ganz klar ist das ein ganz besonderer Sieg hier, das Ganze, aber er vergleicht es jetzt so ein bisschen mit dem PAOK-Spiel, was entscheidend war, für überhaupt in die Gruppe reinzukommen, und das war dann nochmal was Spezielles, aber dieses Spiel hier war natürlich ganz, ganz wichtig. How much different is it to play in Allsvenskan compared to play internationally? Wie groß ist der Unterschied also international zu Allsvenskan? Well, you know, with the greatest respect to Allsvenskan, the levels higher of the opposition. When you go away, you have to adapt to the environment. You're not used to that, so you have to adapt to the conditions outside externally, and then just the slightly different playing styles of each country. You have to adapt pretty quickly. But it's the same, you know, it's the same game. The pitch doesn't get any bigger or smaller. It's the same things. It's just you acknowledge that you're playing against maybe teams that week in, week out play at a higher level than Allsvenskan. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen höheres Level wie die Allsvenskan, ganz klar, aber im Grunde ist das gleiche Spiel. Das Spielfeld ist gleiche Größe und es ist der gleiche Sport. Also im Grunde der Unterschied ist einfach, dass die Mannschaft jetzt heute einen Schritt besser war als Svenska. Graham, I know that when you first took over some 6 years ago, you said that you wanted to create an identity up here in the club and that you wanted to give people something to be proud of. Do you feel that mission's accomplished now? Er ist also hier hingekommen und wollte der Mannschaft, dem Verein Identität geben, und wie stolz bist du da drauf? I think people are proud of the team now. I wouldn't say it's mission accomplished because we've still got a lot to do, and we still have to maintain that. I sort of don't take it for granted. I remember what it was like 6 years ago, so
my work will never be done, so to speak, in that regard. We have to build our own tradition, we have to build our own identity, our own culture, our own history. And the more nights we have like this, the more you can, the more hopefully the people sort of have feelings for the club and like the club and love the club and build that supporter sort of culture, because that's the most important thing in football. Also er ist sehr stolz auf das, was in den letzten 6 Jahren hier passiert ist, aber er ist noch nicht am Ende damit. Vor allen Dingen in der Kultur muss noch einiges gemacht werden, weil das ist eine der wichtigen Sachen, dass das Ganze aufrechtergehalten wird und man darf es nicht für gewöhnlich halten, hier das Ganze. Also man ist wirklich stolz drauf. Nicht nur er, sondern alle drumherum. Is it the most satisfying aspect today? Is it the defensive work, aggressiveness over the whole of the pitch? I think, sorry. Die Frage ist, ob es ein bisschen überraschend war, auch das Ganze, dass alles so gut funktioniert hat, von der Abwehr bis vorne hin. I think it's hard to put to select one bit. I've said before the game, in these games you have to play football really well. You can't just rely on one aspect. I thought we created chances. I thought we attacked quite well. I thought when we had to keep the ball and take a bit of the sting out of the game, we could do that. And then at the same time, you have to be able to defend. Otherwise, you can't do anything. So that's been something I'm really proud of. I think it's another clean sheet in this competition. We haven't conceded a goal here at home. So that's something again to be really, really proud of. And the players deserve all the credit. They're an unbelievable bunch. Also es ist schwer, dass man einfach einen Finger auf eine Sache setzt, weil er sagt, das Ganze muss im Ganzen funktionieren. Und es hat es getan und er ist wirklich stolz drauf, dass alle Teile so gut funktioniert haben. One question about Saman Ghoddos. He didn't score today, but his value must have risen quite a lot. Ja, Saman Ghoddos hat heute zwar nicht getroffen, aber sein Wert ist bestimmt gestiegen. His individual actions, his qualities of such a high level. He's a constant threat to the opposition. He's so strong, so powerful, and yet his technique can play at any level. So I think he can play at any league in Europe, and he's a great boy. So it's a good night for him. Also seine individuelle Stärke hat sich heute wieder ausgezeigt, die er einfach hat, und es ist einfach ganz toll, und er ist auf Europaniveau in vielem, was er macht. So, Soria won tonight in Spain. You're now increasing your lead in the group. How long can you be underdogs in this competition? Ja, er hat jetzt schon einiges gewonnen, und wie lange wird er noch Underdog bleiben können? Every single game. Ja, jedes einzelne Spiel. Well, 2 questions really. Firstly, speaking of Saman, has he consulted you on his big choice this week? And secondly, from time to time in this game you tend to give the ball away a bit too quickly. How important in games like this is it to have players like Saman, like Fuad, for example? Ja, die Frage ist also, wie wichtig ist es, so Spieler wie Saman Ghoddos und Fuad Bashirou zu haben? Und der Saman Ghoddos hatte jetzt eine schwere Woche oder eine schwere Entscheidung vor sich stehen. Er muss also sich entscheiden, ob er für Schweden oder für den Iran in der Nationalmannschaft spielt. No, he hasn't consulted me, and I sort of leave him to that decision. It's a personal decision, and it's best that he takes it with his family and those really close to him. Of course, if he wants to speak to me, I will. Yeah, I think of course you do, and I probably linked to in terms of giving the ball away a little quicker than we would normally do. I think it's linked to the speed of their pressing, the higher tempo, the higher speed of the game. That is the challenge for us. We have to try to adapt to that, and I think the more we play these games, that I've said before, it's like a gift for us, because all the concepts you speak about, you have to be perfect with when you're playing against players at a higher level. So, yeah. So eine große Herausforderung für uns, das Ganze hier zu erledigen, zu schaffen. Und da braucht es solche Spieler, die wirklich da 100% perfekt sind an diesen Tagen. Und auf die Entscheidung vom Saman Ghoddos zu kommen, das ist eine persönliche Entscheidung, die er also selber fällen muss. Da spricht ihm keiner rein.
Graham, när du kom hit så var det max 500 på läktaren som tittade på era matcher. Idag är det över 8000. Vad vill du säga till dina fans, era Fans? Graham, als du hier hingekommen bist, waren ungefähr 500 Leute auf der Tribüne. Heute sind es ungefähr 8000. Was sagst du zu den Fans? Stort tack. Großes Dankeschön. I thought the atmosphere was incredible, and again, it's back to that trying to create those European nights here in Östersund. The first nights I remember were 4,000 people watching snowmobile in the arena, so we've come a bit of a way in terms of a football identity since then. Ja, also ist einfach nur happy vor allen Dingen. Ja, precis. Also bis dahin war es der Schneescooter, der hier Publik- oder Zuschauerrekord hatte mit ungefähr 4000 Leuten, und jetzt, wie gesagt, ist es hier so weit gekommen und ist einfach happy. Graham, for the first time since forever, you've been receiving some criticism this week as a group for the players' behaviour, or some of the players' behaviour. How have you handled it as a group? Ja, wie haben Sie das bis hierhin also als Gruppe geschafft? Well, I think, like with any mistake, you have to take responsibility for it, see what we can learn from, what we can get better at, and yeah, just accept that we're human beings, that will do things maybe not so perfect, and we have to sort of support each other through that process, but ultimately take responsibility for it and try and learn, get better. Es ist also ein ganzer Prozess, wo gelernt werden muss, und es sind alles Menschen, die auch aus ihren Fehlern lernen müssen und dürfen vor allen Dingen. Das ist ein ganzer Lernprozess, das Ganze. Ja, till ljudet av polishelikoptrarna så avslutar vi den här historiska kvällen i Östersund. Stort grattis, Graham. Tack så mycket. Thank you. Dankeschön alle zusammen und Glückwunsch.